Wir befinden uns in der schottischen Küstenstadt St. Andrews. Bekannt ist der architektonisch sehr hübsche Ort, vor allem durch seine berühmte Universität und den Golfsport. Doch die Stadt bietet auch eine interessante Burganlage, welche auf einer felsigen Landspitze liegt. Vermutlich wurde St. Andrews Castle gegen Ende des 12. Jahrhunderts im Auftrag von Bischof Roger of Leicester erbaut. Im Englisch-Schottischen Krieg wurde die Anlage durch die Truppen von Edward I. von England eingenommen. 1303 besuchte der König den Ort. St. Andrews Castle blieb noch ein gutes Jahrzehnt in den Händen der Engländer. Doch nach ihrem Sieg in der Schlacht von Bannockburn im Jahr 1314 eroberten die Schotten die Burganlage unter König Robert the Bruce zurück. Auf Geheiß von Bischof William Lamberton, seines Zeichens Guardian of Scotland und glühender Anhänger des schottischen Königs, wurde die Burg wieder instand gestellt. Doch die Engländer schlugen alsbald zurück. Bereits Anfang der 1330er Jahre eroberten sie St. Andrews Castle wieder und verstärkten die Verteidigungsanlagen. Die Bemühungen waren jedoch vergebens. In der Folge eroberten die Schotten die Wehranlage erneut und zerstörten sie 1337. Die Festung blieb daraufhin eine Ruine. Ende des 14. Jahrhunderts sollte sich dies wieder ändern. Bischof Walter Traill ließ die Burg wieder neu aufbauen. 1400 waren die Arbeiten beendet. Doch der Bischof konnte seine Residenz nicht lange genießen. Er starb nur ein Jahr später. Die ältesten heute noch sichtbaren Überreste der Burg stammen übrigens aus jener Zeit. In den folgenden Jahrzehnten war St. Andrews Castle eng mit der königlichen Familie verbunden. Jakob I. wurde hier teilweise erzogen. Bischof James Kennedy war Berater von Jakob II. Und Jakob III. Wurde gar auf der Burg geboren. Zeitgleich war der Ort auch ein berüchtigtes Gefängnis. Wer heute das Verlies erblickt, kann erahnen, wie qualvoll die Gefangenschaft hier gewesen sein muss. Neben Menschen aus dem Volk waren hier über die Jahrzehnte auch Prominente wie beispielsweise Murdoch Stewart, der zweite Duke of Albany, inhaftiert. Kurz vor der Reformation wurde St. Andrews das kirchliche Zentrum Schottlands und die Bischöfe der Stadt somit reich und mächtig. Die religiöse Verfolgung erreichte in den folgenden Jahren unrühmliche Ausmaße. Das Gefängnis quoll über. Eine Zeit voller Leid. 1521 wurde der Glasgower Bischof James Beaton auch Erzbischof von St. Andrews. In seinem Auftrag befestigte man die Burg weiter. Die Spannungen zwischen den schottischen Katholiken und den englischen Protestanten wuchsen. Sein Neffe und Nachfolger David Beaton war daran nicht unschuldig. Er wurde mit den Jahren Kardinal und sorgte mit seiner vehementen Ablehnung gegen die Heirat von Maria Stuart mit dem späteren König Edward VI. Für neue Kämpfe
zwischen den beiden Völkern. In der Folge wurden schottische Protestanten unter Generalverdacht gestellt, mit den Engländern zu kollaborieren. 1546 ließ Beaton den protestantischen Prediger George Wishart festnehmen und am 1. März vor den Toren der Burg bei lebendigem Leib verbrennen. Ein schwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte. Am 26. Mai verschaffte sich eine Gruppe Lairds als Maurer getarnt Zugang zur Burg. Sie nahmen den Kardinal gefangen, töteten ihn und hängten seine nackte Leiche aus einem Fenster der Frontfassade. Daraufhin ließ George Hamilton, der Duke of Arran und Regent von Schottland, die Burg belagern. Doch die Rebellen hielten stand. Im Oktober ließ er einen Tunnel graben. Es sollte Schwarzpulver unter den Fundamenten gezündet werden, um die Mauern zum Einsturz zu bringen. Doch die Verteidiger bemerkten das Vorhaben, gruben einen Gegentunnel und konnten den Angriff vereiteln. 1547 endete die Belagerung in einem 6-stündigen Bombardement. Gegen die schweren Geschütze hatten die Protestanten keine Chance. Sie wurden allesamt getötet oder gefangen genommen. Erzbischof John Hamilton, der Nachfolger von David Beaton, ließ die Burganlage anschließend wieder aufbauen. Er starb im Jahr 1571. Danach verloren die Bischöfe von St. Andrews immer mehr an Macht. Im Jahr 1689 wurde das Amt von König William III. Von England schließlich ganz abgeschafft. Die Burg begann daraufhin schnell zu verfallen und diente zeitweilig als Steinbruch.